Ein brachialer Biss. Die Fiederspitze geht sofort in die 90-Grad-Kurve und nach dem Anschlag biegt sich die Rute im Halbkreis eines stattlichen Fisches. Alles ist super. Ein guter Fisch ist gehakt, jetzt muss er nur noch sicher gelandet werden. Wenn man ein paar Regeln befolgt, dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Mehr dazu nach dem Trailer. Nach dem Anschlag biegt sich die Rute im Halbkreis. Im ersten Moment weiß man noch nicht, dass ein großer Brassen am Haken ist. Keine Panik. Solange der Haken nicht ausschlitzt und die Vorfachschnur stark genug ist, kann man diesen Fisch auch landen. Aber Achtung, widersteht euch der Versuchung, den Fisch sofort heranzukurbeln, dann verliert man ihn am sichersten, glaubt mir. Nur bei hängerträchtigem Gewässergrund wie Unterstände, Baumwurzeln übe ich sofort einen stärkeren Druck aus, um den Fisch weg vom Hindernis ins Freie zu ziehen. Ihr müsst das Gefühl entwickeln, um die Fischgröße abzuschätzen. Mit etwas Erfahrung kann man sich schon ein Bild von der Größe, ja selbst von der Art des gehakten Fisches machen. Man gibt ihm durch das voreingestellte Bremssystem Schnur. Ich persönlich hingegen lege sofort den Rücklauf ein und übe mit dem Finger Druck auf die Schnur aus. Bei dieser Methode braucht man allerdings ein bisschen mehr Übung. Und dann frage ich mal euch, was für eine Technik verwendet ihr? Schreibt es mir einfach gerne in die Kommentarleiste. Ich antworte gerne. Nun komme ich zu dem Punkt Krafteinsatz. Er hängt von der Stärke des gewählten Angelgerätes ab. Wer mit einem 16er Häkchen an einer 2 Kilo Tragkraftschnur fischt, muss jederzeit vorbereitet sein, dem Fisch Schnur zu geben, wenn er flieht. Wichtig hierbei ist, dass man ihn immer unter Druck hält. Jetzt komme ich bereits zum Punkt Drill. Je nach Gewässerboden entscheide ich mich für 2 Drillmethoden. Methode 1: Es gibt keinerlei Hindernisse, weder Muschelbank noch Krautbewuchs noch steil abfallende Kanten, wo das Vorfach hängen bleibt oder wo der Fisch sich festhaken kann. Und da ist es so, direkt nach dem Anschlag, der Fisch ist gehakt, versucht der Fisch erstmal zu flüchten. Demnach warte ich im ersten Moment ab und schaue, was für ein Kaliber an Fisch überhaupt am Haken ist. Ist da ein großer Karpfen dran und ich drill, dann ist sofort das Vorfach weg, ganz klar. Ich halte dabei die Rutenspitze parallel bewusst zum Wasser. Spüre ich, dass der Fisch schwächelt, dann kurbel ich regelmäßig ein, eigentlich wie beim Einholen des Futterkorbs. Der Fisch schwimmt direkt mit dem Kopf zu mir, ohne zu schlagen. Nun zur Drillvariante 2. Bei hängerträchtigem Grund wie Muschelbänke, steile Kanten, Pflanzenbewuchs, vorne, draußen, dann hilft nur das Pumpen. Man zieht die Rute zurück und kurbelt die gewonnene Schnur beim Vorstrecken der Rute ein. Der Fisch wird durch die Krümmung der Rute, die wieder natürlich in die Ursprungsstellung zurück will, müde. Da ist es wichtig, eine Krümmung in die Rute auf jeden Fall zu bekommen. Je weicher eine Rute ist, desto mehr verzeiht sie Drillfehler. Wenn der Fisch dann langsam träger wird, dann kann man ihn schneller einkurbeln. Jetzt kann man gleich den Futterkorb sehen und weiß, wie weit der Fisch vom Ufer nun weg ist. Der Fisch kommt an die Oberfläche, zeigt sein Schuppenkleid und wälzt sich ein paar Mal über dem Wasser. In diesem Moment kommt der Kecherstab mit ins Spiel. Der Kescherkopf liegt bei mir im entscheidenden Drill immer in Griffnähe. Ich fahre zunächst den 4,5 Meter Stiel, vielleicht ein Drittel aus und tauche den leicht unter Wasser. Ich mache das jetzt extra in Zeitlupe. Je nachdem, wo der Fisch hochkommt, kann ich ihn natürlich weiter rausschieben. Das Fischmaul schaut jetzt gleich aus dem Wasser und der Fisch scheint gut ausgedrillt zu sein. Jetzt ziehe ich ihm bei und gehe aber nicht mit dem Kescher groß nach. Ich versuche ihn direkt ins Zentrum des Rahmens zu bringen. Da ist er drin. Dann hebe ich ihn leicht an. Bitte macht den Fehler nicht und hebt den Fisch komplett raus. Das führt oft zu Materialbruch und der Kecherstab bricht. Der Fisch wird jetzt so von unten nach oben an Land gezogen. Das war mein Tutorial mit einer prächtigen Brasse in der Hand. Sicherlich gibt es Angler, die auch
anders drillen und auch erfolgreich sind. Gerne könnt ihr mir eure Drilltechniken unten in der Kommentarleiste schreiben. Ich antworte gerne. Ich sage mal wieder danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Film. Euer MS.